This is Hollywood. Matías Bombal with you. Cohen Media Group releases Der Staat gegen Fritz Bauer, known in the USA by its English title, The People vs. Fritz Bauer, a movie about the efforts of West Germany's Attorney General, Fritz Bauer, to track down the most egregious Nazi war criminals, and in the case of this dramatic narrative, written for the screen by Olivier Guez and the movie's director Lars Kraume, find Adolf Eichmann. This is a true story set in 1957. Bauer, who is played by actor Burghard Klausner, is seen here, bringing a vital clue as to the whereabouts of the wanted war criminal to a private meeting with Eberhard Fritsch, his superior of highest rank, and one of few that he trusts in a Germany only 11 years after the war. Setz dich. Danke. Weinbrand? Nein, danke. Ein Mann namens Lothar Hermann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS, Leiter der Abteilung Römisch 4B4 am Reichssicherheitshauptamt. Zuständig für die Umsiedlung der Juden. Die Ermittlungsakte wurde bereits 1945 angelegt. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Ja. Gut. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Dein heiliger Zorn, der ist gut. Der hält dich jung. Nein. Mein Zorn ist begleitet von Ohnmacht. Und die macht mich alt. Zweifellos. Was habe ich denn erreicht? Man darf die Hitler-Attentäter nicht mal als Landesverräter beschimpfen. Gut. Aber sonst nichts. Alle Untersuchungen stecken fest. Weißt du, ich dachte nach 45 wirklich, wir hätten das Böse besiegt. Ich dachte, wir könnten jetzt eine neue Gesellschaft errichten. Frei, gerecht, brüderlich. Aber die Leute wollen gar keine Visionen. Die wollen ihre freundlichen Einfamilienhäuser einziehen, sie einen Kleinwagen kaufen. Sie wollen Adenauers verfluchte Versöhnung. Die Restauration hat mal wieder die Revolution besiegt, wie schon so oft in Deutschland. Ich krieg hier drin noch nicht mal richtig Luft. Du wusstest, dass es nicht leicht wird. Eichmann, das wäre ein Schlag. Das ist die zentrale Figur. Der Organisator der Endlösung. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Weißt du, wie viele Leute nachts nicht mehr schlafen könnten, wenn wir ihn in Frankfurt auf die Anklagebank setzen? Ich habe versucht, mit Interpol Kontakt aufzunehmen. Aber die haben erklärt, sie seien für politische Straftaten nicht zuständig. Es gibt keine Ermittlungsbehörde, die nicht durchsetzt ist mit Nationalsozialisten. Das BKA, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz. Aber du hast doch deine Staatsanwälte. In meiner eigenen Behörde verschwinden Akten. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Als wir damals im Reichsbanner für die SPD in der Weimarer Republik auf der Straße gekämpft haben, da war es hier auch eiliger als hier in deiner gemütlichen Dienstvilla. Ich habe dich zum Generalstaatsanwalt gemacht. Beiß dich fest, bring sie vor Gericht. Aber tu dir nicht selber leid. In ein paar Jahren wird Deutschland so weit sein, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Wenn Eichmann entkommt, dann habe ich keine Kraft mehr für ein paar Jahre, Georg. Ich werde den Mossad kontaktieren. Das ist Landesverrat. Ja, an meinem Patriotismus sollte es wohl keine Zweifel geben. Wenn das rauskommt, kommst du dennoch ins Gefängnis. Deshalb wird es auch niemand erfahren, außer dir. Ich halte das für keine kluge Entscheidung, Fritz. Und was soll ich deiner Meinung nach Lothar Hermann auf seinen Brief antworten?
The actor playing Fritz is Pierre Charady. Bauer finds clues which would force him to involve the Israeli Secret Service, Mossad, which would be a traitorous act. As he fully realizes this will be no easy task, with so many of the old guard still alive and well, and in high places of power even after the war. He needs an ally he can trust to go above and beyond in this act of courage for the betterment of Germany. Courage in that if caught in his convoluted way to capture Eichmann, he and his aides would be tried for treason for not following the official channels. He finds one young attorney, Karl Angermann, played by actor Ronald Zerfeld, who might just be that man. Was wollen Sie unternehmen? Ich habe den Mossad kontaktiert. Aber die verlangen eine zweite unabhängige Quelle, die Eichmann in Argentinien bestätigt, bevor sie eine Operation starten. Kennen Sie den Weg? Ein rechtes Propagandablatt aus Buenos Aires, Argentinien. Ich möchte, dass Sie herausfinden, ob sich hinter diesem Namen in Wahrheit Adolf Eichmann verbirgt. Was würde der Mossad tun, wenn wir eine zweite Quelle finden? Eichmann entführen und vor ein Gericht stellen, glaube ich. Was denken Sie? Ich denke, wir begehen Landesverrat. Der Bundesnachrichtendienst ist unsere Exekutive. Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Und das CIA weiß es vermutlich auch. Die würden Eichmann höchstens warnen. Da bin ich mir nicht so sicher. Selbst wenn der BND zu weiten Teilen aus ehemaligen Nazis besteht, so müssen sie sich doch der Politik Adenauers beugen. Und Adenauer will die Aussöhnung mit Israel. Vielleicht käme ihm ein aufsehenerregender Prozess gegen einen Kriegsverbrecher wie Eichmann ganz recht. Meinen Sie das ernst? Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Vielleicht sogar den von Staatssekretär Hans Klopke. Adenauer will vielleicht das Bild der Deutschen gerade rücken, aber dafür gibt er nicht seine rechte Hand. Klopke kontrolliert das Kanzleramt, BND, den Verfassungsschutz und die CDU. Auf jeden Fall würde sein Name in Zusammenhang mit den Deportationen genannt werden. Schon allein wegen seinem juristischen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen. Klopke hat sich schuldig gemacht. Und wenn Klopke fällt, bedroht das die ganze Regierung Adenauer. Und wenn Adenauer ein Problem hat, dann haben die USA ein Problem. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Aber Landesverrat kann nicht die Lösung sein. Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit oder nur eine neue Küche? Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten. Ich muss darüber nachdenken. Vergessen Sie es. Ich habe mich offensichtlich getäuscht. Gehen Sie nach Hause. Installieren Sie einen neuen Ofen. Ich hoffe, Sie haben ein deutsches Produkt gekauft. Bei allem Respekt, Dr. Bauer, glauben Sie, Sie können mich mit dieser Polemik zu einem Landesverrat überreden? Sie klingen immer mehr wie der, den Ihre Gegner aus Ihnen machen wollen. Wie ein rachsüchtiger Mann. Oho, oho, tun sich keinen Zwang an. Sie meinen, wie ein rachsüchtiger Jude. Was erlauben Sie sich, Angermann? Ich erlaube mir, Ihnen ein Freund zu sein. Guten Tag. After this exchange, Angermann feels compelled to work with Bauer even though he has much at stake. He finds that there are other things that he also has in common with Bauer that bring a bond between them of mutual understanding. This movie is excellent and the performances are riveting. I find it interesting that it is perhaps the third movie released in Germany in the last year that touches on the very sensitive subject of that nation finding itself after the horrors of the Second World War, struggling to find a new and improved
national identity. One such film that we reviewed very positively on this program was Labyrinth of Lies. The period in this film is perfectly recreated, and automobile buffs such as myself will enjoy a brief scene where Bauer visits the Mercedes-Benz factory in Stuttgart, where you see many of the ponton-bodied sedans of that era in a key scene that leads to a discovery. More than just the aesthetic of the settings, the performances are so believable that you really get a sense that you are there. The movie is not in wide release in the USA, and you'll have to go looking for it. To assist you, you'll find a link connected to this presentation that will take you to the Cohen Media Group's page for this movie, which lists the cities and theaters where you'll find this remarkable picture. My thanks to Larson and Associates for arranging for me to see it. Oh, and yes, these events lead to the capture of Eichmann, but the credit for that may now be restored to Fritz Bauer, who worked so passionately in his patriotism for his fatherland. The MPAA has given this an R rating. This is your pal, Matías Bombal, bidding you a fond farewell.